Venim bietet mit den Atrax 3 High-End-Pedale und setzt auf Low-Cell-Technik mit allen 3 Pedalen samt kreativer Detaillösungen. Alles zu den neuen Venim Atrax 3 Pedalen erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die Pedale wurden als Testmuster von Venim zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Das Unternehmen Venim ist ein französisches Unternehmen, welches ich euch heute das erste Mal in meinem Kanal vorstelle. Venim wurde 2020 von Virgile und Bertrand de Costa, entschuldigt meine nicht vorhandenen Französisch-Aussprachekenntnisse, und William Levrat gegründet und vertraut auf eine Partnerschaft mit dem aus der Formel 1 bekannten Romain Grosjean. Das Unternehmen sitzt in Manicourt in der Nähe der Rennstrecke. Nächstes Kapitel der Preis. Die Venim Atrax Pedale sind als 2-Pedalset ab 5,99,90 erhältlich. Die in meinem Test gezeigten Venim Atrax 3 Pedals Black sind mit Gas, Kupplung und Bremse ausgestattet. Ich zeige euch eine voll ausgestattete Version der Atrax 3 Pedals, die mit den silberfarbigen Covers plus LED-Beleuchtung, beides zusammen plus 66 €, der Fersenablage um plus 20 €, einer seitlichen Gravur und Bremspedalgravur und der Baseplate um plus 90 € daherkommt. Alternativ kannst du die Pedale auch ohne die Baseplate direkt mit deinem Rig verschrauben. Über die Zusammenhänge und genauen technischen Details sprechen wir in ein paar Minuten. Nächstes Kapitel der Lieferumfang. Venim Atrax 3 handelt es sich um ein 3-Weg-Pedalset, bestehend aus Gas, Bremse und der Kupplung. Mit dabei sind austauschbare Federn, austauschbare Ersatzelastomere, Montagewerkzeug, Befestigungsmaterial und ein USB-Anschlusskabel. Weiter geht's mit dem Zusammenbau und der Kompatibilität. Das Pedalset ist in Sachen Plattform mit dem PC kompatibel und wird über USB an den Rechner angeschlossen. Eine Konsolenkompatibilität gibt es mit diesen Pedalen derzeit noch nicht. Wenn das Pedalset mit der Baseplate geordert wird, dann kommt dies separat verpackt zu euch und muss zusammengeschraubt werden. In Sachen Rig-Befestigung werden die Pedale entweder ohne Baseplate direkt mit dem Rig verschraubt oder über das Lochbild der Baseplate verbunden.
Weiter geht's mit den Abmessungen und dem Aufbau der Pedale. Ein Kapitel, welches wir uns am besten live und direkt an den Pedalen angucken. Machen wir weiter mit den Abmessungen, dem Aufbau und der Technik dieser Venium-Pedale. Hier dieses 3-Pedal-Set, rechts Gas, Mitte Bremse, links Kupplung, das seid ihr gewohnt. Etwas, was diese Pedale von vielen anderen Pedalen unterscheidet, ihr habt hier auf allen 3 Pedalen Load-Cell. Bei vielen Pedalsets habt ihr bei Gas und Kupplung Hall-Sensoren, das heißt, das sind Strom-Magnetfeld und über Strom-Magnetfeld mit Pol und Gegenpol in den Pedalarmen und in der Grundplatte wird die Pedalposition bestimmt. Hier setzt Venium auf 3-mal Load-Cell, das heißt, auch bei Gas, auch bei Kupplung ist eine Load-Cell verbaut. Die Load-Cell, die könnt ihr hier gut sehen, das heißt, ihr habt hier innenliegend, ich muss schauen, dass ich dies gut auf die Cam bekomme, könnt ihr dies hier innenliegend sehen, diesen weißen Streifen unter dieser Beschichtung dieses weißen Streifens ist diese Load-Cell verbaut und wenn ihr jetzt dieses Pedal drückt, eine leichte kleine Feder, die drückt dann eben auf diese Load-Cell und über diese Kraft, die dann an die Load-Cell weitergegeben wird, wird deine Pedalposition in ein Signal übermittelt und entsprechend ausgegeben. Das ist eine sehr kleine Load-Cell von 1 Kilogramm, gibt Venium hier an, hier bei Gas und das gleiche hier, seht ihr das hier innenliegend bei der Kupplung. Das genügt auch, wenn ihr mit so einer kleinen, leicht verformbaren Feder hier an die Load-Cell geht, weil hier sehr geringe Kräfte klarerweise dann nur anliegen. Die Load-Cell bei der Bremse, die ist sehr massiv gehalten, die seht ihr hier verbaut. Oh, die seht ihr hier verbaut, ich bringe euch das mal näher an die Cam. Hier unterhalb, das können wir dann hier nachher nochmal ausfehlen. Und hier unterhalb habt ihr eine 200 Kilogramm Load-Cell verbaut und über den Hebelweg am Pedalweg, der dann an der Load-Cell ankommt, bleiben dann maximal um die 130 Kilogramm Pedalkraft, die ihr aufbringen könnt. Hier könnt ihr absolut realistischen Rennsport simulieren. Viel kräftiger werdet ihr in keinem Fahrzeug dieser Welt eine Bremse treten müssen als 130 Kilogramm am Pedal. Dann habt ihr über diese Federn, über diese Federkits, habt ihr jetzt unterschiedliche Stärken. Ihr könnt in dem Quick Guide dann nachsehen, was diese bedeuten. Grün sehr weich, blau mittel, hier beispielsweise bei der Kupplung und rot die härteste, die kräftigste Feder. Wir sehen uns das dann im Rennstreckentest nochmal genauer an. Da baue ich live für euch diese entsprechenden Federn ein Setting um und dann sehen wir, was dann auf der Rennstrecke für euch dann rumkommt. Gleiches gilt dann klarerweise für das Gas. Auch hier im Quick Guide nachgucken. Grün die leichteste Feder, rot die kräftigste. Wir sehen uns das jetzt dann auch auf der Rennstrecke nochmal an, aber ich zeige euch jetzt mal diesen Kräftevergleich. Beispielsweise bei dem Gaspedal. Ihr habt jetzt mit Grün die weichste Feder verbaut. Und wenn ich dies jetzt hier rausmesse, ihr habt jetzt direkt am Gaspedal, gucken wir uns das an, hängen wir dieses Ding mal ein und wir sind um die, wartet, ich versuche euch das mal hier besser in die Cam zu halten. Wir sind jetzt hier bei um die 4 Kilogramm, glaube ich, habe ich vorhin ausgemessen. 4 Kilogramm bis in die Endanlage. Und wenn jetzt hier an den Umbau geht, der geht sehr einfach vonstatten. Ihr dreht die Vorspannung, das heißt diese Überwurfmutter mit der Kontermutter in den Pedalarm hinein, eure Feder. Hier wird entsprechend entspannt, die Distanz vergrößert und dann könnt ihr diese Feder hier etwas komprimieren und sehr einfach aushängen über diese Buchse. Das heißt, ihr nehmt die Feder mit dieser Überwurfscheibe, weichste Feder, das könnt ihr jetzt gut erkennen. Ihr habt Throttle Kit, Accelerator, diese Federn beigepackt, blau die mittlere Stärke und rot die kräftigste. Nehmen wir uns die kräftigste und wenn ihr jetzt diese beiden Federn vergleicht, das seht ihr auch gut in der Cam, wenn ihr das richtig auf die Cam einmal kriegt. Da seht ihr eine sehr dicke, sehr kräftige rote Feder und eine sehr weiche grüne Feder. Und wenn ich diese jetzt verbaue, ich habe diese im Rennstreckentest bereits getestet, habt ihr einen mega Unterschied hier direkt am Gaspedal. Das heißt, hier wiederum eingebracht. Ihr dreht die Überwurfmutter wieder aus dem Pedalarm hinaus in diese Richtung. Und sobald diese etwas vorgespannt wird und hier ordentlich und satt einrastet, dann seht ihr jetzt schon, muss ich mit einem weit höheren
Pedaldruck ans Werk gehen, um dieses Ding zu komprimieren. Auch diesen messen wir raus. Vorher hatten wir um die 4 Kilogramm bis zur Endlage. Und jetzt hier, wenn ich hier oben über den Hebel einfähle und bis zur Endlage gehen will, leck mich am Arsch. Probieren wir das nochmal. Oh, hier muss ich bis 12 Kilogramm hoch an dem Gaspedal. Das hatte ich so kräftig noch nie bei irgendeinem Pedalset. Und die blaue, die wird sich dann vermutlich irgendwo in der Mitte wieder einfinden. Das heißt, du kannst hier jegliches Setting von sehr leichtgängig bis wirklich extrem am Gaspedal einstellen und wirst hier keine Wünsche offen lassen. Was könnt ihr noch verstellen? Für euch jetzt wichtig, die entsprechende Federvorspannung, wie eben gezeigt. Wenn du jetzt diese Überwurfmutter hier in Richtung Feder drückst und diese jetzt komprimierst, das heißt, jetzt hast du schon eine kräftige Federvorspannung am Start, die Feder ist komprimiert. Das heißt, in der Initialphase, in der Ausgangsphase, wenn du das Gaspedal drücken willst, dann musst du jetzt schon zu Beginn eine größere Kraft überwinden, um dieses Ding zu komprimieren. Das heißt, in der Ausgangslage wird dieses Gaspedal kräftiger zu betätigen sein, als wenn du hier eine Federvorspannung rausnimmst, dann wird dies in der Ausgangsphase leichter. Wichtig für euch, nicht zu wenig Vorspannung drauf geben, dass diese Feder hier locker hier in diesem Bereich herumfliegt. Das macht so keinen Sinn. Auf jeden Fall so viel Federvorspannung drauf geben, dass diese Feder jetzt in der Initialphase, ohne dass du das Pedal betätigst, auf jeden Fall fest fixiert hier in der Aufnahme sitzt. Diese Möglichkeit Federvorspannung Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, du hast hier, siehst du, so ein Lochbild seitlich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Löchern. Da kannst du einen Anstellwinkel dieser kompletten Konstruktion von 0 bis, ich glaube, um die 20 Grad herstellen. Ich habe euch dies beispielsweise jetzt am Gaspedal gezeigt. Ich habe dies übers zweite Lochbild hochgesetzt und im Vergleich jetzt zum Kupplungspedal, das habe ich jetzt in der Neutralstellung belassen, hier ganz unten. Und dann siehst du klarerweise über den Pedalarm, ich hoffe, ich kriege das hier ins Bild, wahrscheinlich besser hier. Ich habe die Gaspedallage jetzt etwas zu mir gezogen über das zweite Lochbild und die Kupplungspedallage jetzt hier noch neutral gelassen, die jetzt mit einem Winkel etwas nach hinten guckt. Welche Verstellmöglichkeiten hast du jetzt noch? Du kannst über diese Schraube, das heißt, ihr seht diese Schraube jetzt hier und darunter sieht noch ein Langloch etwas hinaus, das könnt ihr hier erkennen. Über diese Schraube kannst du diesen innenliegenden, könnt ihr das hier sehen, diesen innen anliegenden Endanschlag eures Pedals konfigurieren. Das heißt, wenn du jetzt hier mit diesen Bolzen entsprechend nach unten gehst, so wie in meinem Fall, hier diesen nach unten setzt, dann wirst du den Anschlag, diesen Endanschlag deines Gaspedals weiter hinten haben, das heißt einen größeren Pedalweg. Setzt du über dieses Langloch diese Schraube weiter nach oben, diesen kompletten innenliegenden Bolzen etwas weiter nach oben, dann hast du den Endanschlag über den Pedalarm, der hier greift, weiter vorne und du hast einen kürzeren mechanischen Pedalweg. Diese Verstellmöglichkeiten hast du, das heißt hier der Pedalweg, hier der Anstellwinkel deiner kompletten Pedalkonstruktion. Dann über diese eben gezeigte Möglichkeit eure entsprechende Feder. Da geben wir jetzt etwas Federvorspannung drauf. Achtung bei jeder Verstellung an euren Pedalen, mechanischen Verstellung, Federtausch, Elastomertausch immer über die Venim Pit Stop Software oder wie dieses Ding heißt. Diese Dinger immer wieder mit 2 Klicks kalibrieren und fertig. Dann der Austausch der Elastomere an der Bremse. Hier habt ihr die Möglichkeiten mit in dem Fall das härteste Kit verbaut. Auch das zeige ich euch dann live auf der Rennstrecke, weil ich hier nichts am Tisch komprimieren kann, welche Auswirkungen dies hat. Härtestes Kit in Gelb, dann weichstes Kit in Weiß gehalten und im Auslieferungszustand bekommt ihr die Mittellösung in Grün. Das könnt ihr auch hier an den Elastomeren gut sehen. Wenn wir diese komprimieren über die Finger, das ist eher ein weiches Elastomer und hier bei dem mittleren Elastomer wird dies etwas, es ist so schwarz-seitenverkehrt, wird dies etwas kräftiger und die gelben, die könnt ihr mit den Fingern kaum mehr komprimieren. Du hast noch Kombinationsmöglichkeiten
über eine Feder, die du zugibst, das heißt beispielsweise 2 weiße Elastomere und noch eine Feder. Auch hier ändert sich die Charakteristik etwas. Oder du hast auch fixe Buchsen, das sind diese Dinger, die sich gar nicht mehr komprimieren lassen, und auch hier erzielst du eine andere Charakteristik, die jetzt in diesem Quick Guide genau aufgelistet ist mit den entsprechenden Pedalkräften, die du mit entsprechenden Kombinationen hier an den Start bringst. Du hast ein kleines Werkzeugset, mit dem du diese Dinger dann verstellen kannst, beziehungsweise die Kontermuttern hier noch etwas fester anziehen kannst, wenn du dann mit deinen Settings zufrieden bist. Was gibt es für euch noch zu sagen? Ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt. Genau hier habe ich euch gezeigt, diese Möglichkeit. Du kannst optional diese Abdeckungen wählen. Das sind diese silberfärbigen Dinger, die diese unten liegende Mechanik covert bzw. überdeckt. Und die kannst du dann in Kombination auch mit Abdeckung plus LED, dann ist dieses LED-Band hier entsprechend verbaut und verkabelt am Start. Diese Abdeckungen, beachte bitte, die musst du entsprechend dann abnehmen über diese Schrauben, um den Zugang zum Federwechsel hier beim Gaspedal zu haben. Die nimmst du runter und hast hier dann den sehr einfachen Zugang. Du benötigst üblicherweise für diese Verstellungen hier seitlich, benötigst du Werkzeug. Dies gelingt nicht werkzeugfrei. Hier über diese relativ große Überwurfmutter kannst du den Tausch werkzeugfrei mit deinen Fingern herstellen, wie du das möchtest. Entsprechend dann, wenn du jetzt sagst, ich bin mit dem Setting zufrieden und unterwegs, dann über das Werkzeug mit der Kontermutter hier bombenfest alles fixieren. Eine nächste Möglichkeit, die du hast und die du siehst, weg jetzt nochmal von der Technik, ist die Befestigungsmöglichkeit über deine Pedalplatte bzw. über deine optional erhältliche Basisplatte. Du hast entsprechend viele Langlöcher, über die du die Pedale dann, das siehst du hier, unterseitig sehr gut fixieren kannst, verschrauben kannst. Das heißt, du kannst links, rechts, du kannst weiter oben, weiter unten montieren. Da hast du sehr viele Möglichkeiten, und jetzt siehst du hier unterseitig die hervorstehenden Muttern, und das ist für dich dann wichtig, wenn du jetzt ans Rig gehst und dieses Ding hier montierst. Da benötigst du, das ist im Lieferumfang mit bei, diese Distanzbuchsen. Du hast so kleine Distanzbuchsen hier am Start, und die kommen dann zwischen deiner Platte deines Rigs, das heißt zwischen deiner Fußablage deines Rigs hier und dieser Basisplatte der Venim-Pedale kommen diese Distanzhülsen eingeschraubt, so um hier keine Probleme mit der Auflage dieser Muttern bzw. durchstehenden Gewindebolzen zu haben. Ihr seht, diese sind relativ klein gehalten. Von der Auflage könnten die in meinen Augen etwas größer sein, um hier eure Aluprofile entsprechend zu schonen oder euer Rig, je nachdem, wo du diese Dinger montierst. Aber das ist ein anderer Punkt, auf den wir dann bei den ganzen Aspekten genauer eingehen. Letzter Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, ist diese Fersenablage, die du ich glaube, um die 20 € optional dazu erwerben kannst. Die montierst du direkt über die Basisplatte, und die erlaubt dir dann mit der Ferse hier so einen Anschlag, hier vorderseitig, um hier etwas komfortabler unterwegs sein zu können. Ich persönlich empfehle dieses Ding auf jeden Fall mitzunehmen. Bei den silberfärbigen Abdeckungen entscheide selbst, ob dich die darunterliegende Mechanik optisch gesehen stört oder dir dieses Design besser gefällt, und ebenso bei den LEDs, ob dir dieses Gimmick einen Aufpreis wert ist oder eben nicht.
Zurück vom Aufbau, weiter geht's mit der Software. Mit der Venim Software könnt ihr diverse Anpassungen vornehmen. An dieser Stelle habt ihr zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, die wir uns am besten wieder live und direkt am Rig ansehen. Viel Spaß damit. Sehen wir uns die Venim Pitstop Software am besten live an. Venim Pitstop Sim Racing Devices Management, bei mir Version 1.9.3. Ihr seht ganz links oben jetzt mein 3-Weg-Pedalset Venim A-Trax angezeigt. Ihr habt darunter die Seriennummer und eine Firmware-Version, ein Time-Meter, so eine Zeit und Check Online. Firmware-Version 1.11 ist up-to-date. Das ist jetzt meine Möglichkeit. Dann habt ihr hier zwei Menüpunkte, Pedal-Settings und das Light-Management. Beginnen wir mit den Pedal-Settings. Du kannst jetzt Inverted Pedals, Left, Right Connectors, wenn du diese Pedale umdrehst, damit du dann Gas und Bremse über die Anschlüsse dann entsprechend vertauschen kannst. Du hast, beginnen wir hier Flicker, Brake, LEDs Beyond und hier jetzt eine Einstellung. Das sind diese 90%. Das heißt, wenn ich jetzt bei 90% des maximalen Pedalausschlages gelandet bin, dann beginnen diese LEDs hier zu flickern, das heißt zu blinken. Flicker Brake LEDs using ABS Signal from Game Telemetry, das heißt über Game Telemetry, wenn dieses Spiel unterstützt, dann kannst du auch so ein ABS flickern, das heißt, wenn das ABS auf der Strecke greift, beginnen diese Pedale bzw. die LEDs dann zu flickern, zu blinken. Du hast LEDs Max Intensity, auch dies kannst du jetzt einstellen zwischen 100% oder eben 0%. Das heißt, wenn dich dies jetzt stört und du gehst hier und setzt jetzt beispielsweise 0%, dann hast du hier klarerweise auch keine LEDs am Start. Setzen wir dies jetzt wieder hoch auf diese 100% und wenn du jetzt rausklickst aus diesem Fenster, wird dieser Wert entsprechend übernommen. Was gibt es jetzt noch Wichtiges für euch? Ihr habt den Ausschlag der entsprechenden Pedale, das seht ihr hier an dem grünen Balken, Gas, Bremse und eben die Kupplung. Du hast die Todzonen-Einstellungen jetzt nochmal kurz an der Bremse erklärt. Bist du beispielsweise ein Typ, der jetzt auf einer Geraden bei Vollgas den linken Fuß auf der Bremse leicht liegen hast, um hier bremsbereit zu sein und hier einen leichten Druck ausübst, dann kann es, wenn ich jetzt hier die Todzone komplett rausnehme, setzen wir die mal auf 0% und du legst deinen Fuß hier leicht an, dann siehst du jetzt hier in dem unteren Bereich, würdest du jetzt mit 3,5% Bremse mitbremsen. Auf einer Geraden, wo du Vollgas fährst, willst du das klarerweise nicht. Das heißt, wenn du diese Gewohnheit hast, den Fuß hier aufliegen zu haben, jetzt würde ich mit 3,5% mitbremsen, setze eine Lower Dead Zone, eine Todzone von, ich würde sagen 5%. Und jetzt, wenn ich den Fuß wieder leicht ans Bremspedal auflege, habe ich hier keinen Spielinput. Das heißt, die Gefahr hier in-game mit zu bremsen, die besteht in diesem Fall nicht. Achtet unbedingt darauf, wenn ihr eure Bremsen ordentlich und richtig einstellen wollt. Das gleiche gilt jetzt für Gas und Bremse. Wie kannst du diese Pedale jetzt kalibrieren? Auch das zeige ich euch jetzt an der Bremse. Wir haben jetzt hier die härtesten Elastomere verbaut. Du möchtest einen sehr kurzen Weg am Bremspedal haben, aber keine extrem hohe Kraft. Auch das ist möglich. Du klickst hier jetzt auf diese beiden Pfeile und einfach auf Calibrate. Dann kommt hier so ein extra Fenster. Das ist sehr logisch. Du drückst Max so stark, wie du eben dein Bremspedal betätigt haben möchtest. Einmal drauf. Ich beispielsweise jetzt eher leicht. Ich lasse dies los, drücke auf Done und dann ist dieser relativ leichte Wert hier an Bremskraft genügend, um auf 100% Anschlag im Spiel zu kommen. Das heißt, du hast einen sehr kurzen Weg am Bremspedal und auch keine sehr hohe Kraft. Der andere Fall wäre jetzt für dich, du möchtest extrem fest in die Pedale treten, bei vollem Bremsanschlag, dann selbiges wieder von vorne auf Calibrate und ich drücke jetzt mit der festen Kraft, die ich jetzt maximal haben möchte. Ich bin jetzt hier bei, keine Ahnung, das sind 80, 90 Kilogramm am Pedal. Das wäre wie eine Load Cell von 130, 140 Kilogramm, drücke dann auf Done und jetzt, wenn ich wirklich, ihr seht schon, relativ fest drücke, bin ich jetzt erst bei 50% Ausschlag und jetzt muss ich hier schon voll in die Pedale treten, um auf 100% raufzukommen. Wäre für mich jetzt eher so ein Kreuzweh-Problem. Das möchte ich klarerweise nicht. Ich gebe jetzt hier nochmal ein vernünftiges, für mich vernünftiges Setting von, ja, was sind das, 50, 60 Kilogramm am Pedal. Und so fühle ich mich jetzt wohl. Dann, welche Möglichkeiten habt ihr noch? Ihr könnt Load Curves, Save Curves.
Das heißt, ihr könnt Pedalkurven einstellen. Das heißt, gehen wir das mal hier jetzt am Gaspedal durch. Du hast jetzt hier den Pedalweg. Das ist jetzt auf der rechten Seite und den Pedal-Output bzw. dann Input in-game auf der linken Seite von 0 bis 100%. Du kannst diese Kurven jetzt manipulieren, hier runtersetzen. Ich zeige euch das jetzt hier mal am Gaspedal. Beispielsweise jetzt so. Was bedeutet dies für dich? Gehen wir hier nochmal etwas runter. Hier ziehen wir die Werte runter. Du kannst jetzt hier auch entsprechende Kurven noch einfügen. Das bedeutet jetzt für dich, wenn jetzt du dein Gaspedal betätigst, im Bereich von, ihr seht das hier, das wäre jetzt der komplette Gasweg. Ich gehe jetzt auf die Hälfte des Pedalwegs, so 50%, den Weg, den habt ihr hier bei 50%. Dann habe ich einen Output der Pedale, das heißt hier im Bereich von nur 30% anliegen. Das ist über diese Punkte wie in einem Koordinatensystem leicht abzulesen. Ich betätige meine Range um die Hälfte und habe nur einen Input im Spiel bzw. Output vom Gaspedal von nur um die 30%. Das seht ihr hier unten angezeigt. Die letzte Hälfte meiner Gaspedal-Range, die macht dann die 100% wieder voll. Was kann so eine Manipulation, so eine Kurve für einen Sinn haben? Beispielsweise du bist bei Regenwetter unterwegs und gerade dann in der Initialphase, wenn du dein Gas betätigst beim Rausbeschleunigen aus einer Kurve, dann benötigst du viel Pedalweg, um nicht zu sensibel am Gaspedal zu sein, um ein Durchdrehen der Räder verhindern zu können. Das heißt, ich habe hier genug Pedalweg für lediglich 30–40% Pedal-Output bzw. Pedal-Input in-game im Spiel. Das heißt, ich kann hier sehr fein dosieren mit einem langen Weg, der mir zur Verfügung steht, und wenn dann die Gefahr gebannt ist, der durchdrehenden Räder, dann möchte ich sehr schnell auf mein Maximum von 100%, um voll zu beschleunigen, gelangen. Und genau dies gelingt mit dieser Manipulation dieser Kurven. Du kannst dann diese Save Curves, du kannst diese Pedalkurven hier speichern, du kannst dem einen Namen geben, zum Beispiel Regen. Du drückst hier auf Speichern und hast diese Pedalkurve dann abgespeichert. Du kannst jetzt hier wieder Reset Curve, dann hast du wieder diese lineare Kurve. Wenn du jetzt auf Load Curves gehst und dann hast du hier den Regen, dann hast du wieder deine gerade manipulierte Kurve wieder am Start. Das sind eigentlich Dinge, die jetzt relativ selbsterklärend sind. Du hast dann noch die Möglichkeiten Add Points, das heißt, du hast jetzt hier bei 10% noch einen Punkt hinzugefügt, um jetzt genauer manipulieren zu können. Nochmal Add Point bei 30%, das heißt, du hast hier mehrere Kurven, um dies Ganze jetzt einstellen zu können. Du kannst natürlich wieder mit Remove Point diese Punkte wieder rausnehmen, beziehungsweise jetzt hier auf Reset Curve wieder alles dem Ursprungszustand hier einzustellen. In Sachen Brake, Clutch und Accelerator, das heißt Gaspedal, die Dead Zones, das heißt die Dead Zones, die oberen, das heißt die Higher Dead Zones, das heißt in der Einlage deines Gaspedals, wenn du hier drückst, dann bist du ganz am Endanschlag, hast 100%. Ich empfehle immer, ich zeige euch dies jetzt nochmal, ich nehme jetzt die Todzone nochmal raus, setze die auf 0%. Das würde jetzt bedeuten, erst dann, wenn du mit dem Gaspedal ganz am mechanischen Endanschlag bist, hast du 100% Pedal-Output bzw. 100% Vollgas in-game. Das ist etwas gefährlich, wenn dieser Endanschlag nicht genau zusammenpasst. Du solltest dir hier immer etwas an Dead Zone, ich empfehle da immer 3–4% übrig lassen. Das bedeutet jetzt nichts anderes, ich gehe mal 4%. Du betätigst dein Gaspedal hier jetzt auf Vollgas und das heißt 4% vor dem mechanischen Endanschlag deines Gaspedals hast du 100% Gaspedal-Input im Spiel anliegen. Bedeutet nichts anderes, du spürst dann, wenn du jetzt hier auf Vollgas gehst, dass du jetzt noch ein paar Millimeter das Gaspedal gegen den mechanischen Endanschlag drücken kannst, aber du bereits auf Vollgas bist. Das ist ein optimaler Fall. Setze dir immer Brake Zones, um von den mechanischen Endanschlägen etwas wegbleiben zu können, beziehungsweise Brake Zones in den Lower Dead Zones, in den unteren Todzonen, um dann entsprechend, wenn du jetzt eben diese Technik nutzt, deinen Fuß etwas hier am Bremspedal anliegen zu haben, hier keinen Input zu erzielen, wenn du Vollgas auf einer Geraden unterwegs bist.
In Sachen Farbkonfiguration könnt ihr jetzt hier beim Gas, bei der Bremse diese optional erhältlichen LEDs hier anpassen. Du klickst hier oben rechts und jetzt habe ich hier auf Gelb gesetzt und ihr seht dieses Signal jetzt in Gelb oder in anderen Farben, je nachdem wie euch dies entsprechend gefällt. Default war glaube ich jetzt blau. Da gibt es nichts viel Spannenderes. Du hast den Lights Management Button, Enable Light Streaming, das kannst du über eine Bridge, über Use Philips Hue App on your mobile phone, auch über dieses Feature kannst du jetzt deine LEDs an den Pedalen hier kalibrieren, einstellen, wie du dies möchtest. Das ist ein Punkt, das musst du dir dann überlegen, wie wichtig dir jetzt LEDs an Pedalen sind, die du üblicherweise schwer siehst. Das ist ein Gimmick für mich jetzt, das ist ein subjektiver Aspekt. Aber hier hast du sehr viele Möglichkeiten, die dir auch Venim an den Start bringt und warum nicht. Und wenn du dies nicht möchtest, musst du diese Dinger bzw. diese LED-Ausstattung klarerweise nicht bezahlen. Auch das ist in meinen Augen ein sehr guter Aspekt. Das sollte jetzt gewesen sein mit der sehr ausführlichen Erklärung des Venim Pitstop Software Sim Racing Device Managements. So heißt dieses Ding. Und machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Nächstes Kapitel: einige zusätzliche technische Details. Die Position aller 3 Pedale wird über verbaute Wegezellen, sprich Load Cells, bestimmt. Einfach gesagt, sitzen im Inneren einer Load Cell ein feiner Metallstreifen. Und die Load Cell ist ein elektronisch-mechanisch aufgebautes und verformbares Bauteil, welches bereits bei geringem Druck eine minimale Formänderung annimmt. Diese Verformung wird über die innenliegenden Metallstreifen registriert und elektrisch in ein Signal umgewandelt. Beim Bremspedal sind über die 200 Kilogramm Load Cell sehr hohe Pedalkräfte möglich, die sich über den Hebelweg am Pedalarm bei etwa 130 Kilogramm direkt am Bremspedal wiederfinden. Weiter geht's mit der Verarbeitung, dem Material und der Haptik. Die Venim Pedalarme bestehen aus gegossenem Metall und die Aufnahmen aus lasergeschnittenen Edelstahlprofilen. Jegliche Aufnahmen, Pedalarme und die gesamte Grundplatte wurden aus Metall gefertigt. Die Pedalplatten wurden aus Metall gefertigt und sind in verschiedenen Farbdesigns erhältlich. In Sachen Verarbeitung, Spaltmasse, Haptik, Materialauswahl gibt es an dieser Stelle absolut nichts zu kritisieren. Machen wir weiter mit der Optik. Die Venim-Pedale machen einen hochmassiven Eindruck mit Understatement-Charakter, so würde ich dies jetzt rein subjektiv beschreiben. Man sieht auf den ersten Blick, dass sich diverse Detaillösungen deutlich von den üblichen Pedalkonstruktionen anderer Mitbewerber unterscheiden. Die LED-Technik habe ich so bis dato noch bei keinem anderen Pedalset gesehen. Die optionalen Abdeckungen räumen das Pedalset geschickt auf. Dezente Logos und optionale Gravurmöglichkeiten lassen Personalisierungen zu. Diverse Farboptionen geben dir Raum für persönliche Präferenzen in Sachen Optik. Weiter geht's mit dem Hauptkapitel, unserem Rennstreckentest. Ich nutze in diesem Test die Venim Atrix 3 Pedale an einem SimLab X Pro Rig samt Simrig SR2 Motion. Ihr könnt diese Kombination derzeit in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen oder die entsprechenden Reviews in meinem Kanal nachholen. Buchen und besuchen heißt die Devise, klickt bei Interesse den Link oben rechts mit bei. Lasst uns an dieser Stelle ein paar Live-Runden drehen, damit ich euch meine Eindrücke direkt von der Rennstrecke schildern kann. Im heutigen Rennstreckentest sind wir mit Assetto Corsa unterwegs und ich zeige euch jetzt an den Pedalen einmal 2 komplett unterschiedliche Settings, Einstellungen, mit denen ihr unterwegs sein könnt. Es gibt dann hunderte Kombinationen, die ihr dann über die Elastomere, über die Federkombinationen hier an eure Präferenzen anpassen könnt. Aber in diesem Fall seht ihr jetzt, ich habe beim Gaspedal diese silberne Abdeckplatte mal runtergenommen, damit ihr das Innenleben in Aktion gut sehen könnt. Und ich habe jetzt hier beim Gaspedal die härteste, das ist die rote Feder, montiert. Die rote Feder heißt, ihr habt ein extrem kräftiges Gaspedal. Schon beginnend von der Initialphase, die ihr dann auch über die Vorspannung, über diese Schraube selbst bestimmen könnt, bis hin zum Endanschlag wird dieses Gaspedal extrem kräftig. Das hatte ich so noch nie so kräftig bei einem Gaspedal, bei anderen Pedalsets. Das heißt, wenn ihr dies sehr hart dosiert haben wollt, dann könnt ihr auch dies mit den Venim Atrix Pedalen für euch bereitstellen. Bei der Bremse habe ich jetzt genau das Gegenteil eingestellt. Ich habe diese weißen Elastomere, 2 Stück weiße Elastomere plus diese kleine Feder montiert.
Das ist nahezu das weichste Setting. Da sind wir bei 60 Kilo am Pedal. Das heißt, um die 60 Kilo maximal am Pedal, die bringe ich auf und dann sind diese Elastomere auf Maximum komprimiert. Willst du dann noch stärkere Bremskraft hier am Pedal haben, macht es keinen Sinn, wenn du diese Dinger noch fester drückst, noch versuchst weiter zu komprimieren. Das würde diese Elastomere eher beschädigen. Dann switche klarerweise zu diesen grünen Elastomeren oder wie wir das auch jetzt dann gleich im Anschluss machen, zu den härtesten und gelben, um diese Charakteristik der sehr harten Bremse an ein Pedal zu bringen. Wie ihr sehen könnt, eure Elastomere bestimmen dann maßgeblich euren Pedalweg. Das heißt, mit den weichsten Elastomeren, die ich am stärksten zusammendrücken kann, habe ich meinen meisten Weg, um beispielsweise 60 Kilogramm Pedalkraft erzielen zu können. Würde ich jetzt, wenn ich wiederum 60 Kilogramm Pedalkraft generieren will, weil dies zu meinen Präferenzen passt, einen kurzen Pedalweg haben wollen, dann montierst du eben härtere Elastomere. Die mittleren, das heißt die grünen, die im Auslieferungszustand montiert sind, oder die ganz harten Elastomere, die gelben. Das heißt, du bringst beispielsweise deine präferierten 60 Kilogramm Bremspedalkraft eben ans Pedal. Dann lassen sich diese gelben Elastomere nur mehr sehr wenig komprimieren bei dieser Kraft und du hast für deine 60 Kilogramm präferierte Bremskraft dann nur mehr einen sehr kurzen Pedalweg. Und das entscheidet dann maßgeblich die Charakteristik entsprechend deiner gewünschten Bremspedalkraft und deines Bremspedalweges. Das sind jetzt so mal diese grundlegenden Zusammenhänge, die du berücksichtigen musst, um hier dein optimales Setting zu finden. Wie sieht diese Kombination jetzt direkt auf der Rennstrecke aus? Du hast, wie erwähnt, in diesem Fall mit dieser roten Feder ein sehr hartes Gaspedal, das du sehr hart dosiert drücken musst, bedienen musst. Das heißt, unabsichtliche Eingaben, wenn du den Fuß etwas am Pedal in der Mittelstellung aufliegen hast, die können dir nicht passieren. Der Widerstand ist hier viel zu groß, der hat mehrere Kilo. Wir messen das dann im Anschluss raus. Am Bremspedal jetzt in diesem Setting, in diesem sehr weichen Setting, da hast du klarerweise einen relativ großen Pedalweg. Das könnt ihr bei meinen Bremsmanövern hier sehen. Und das fühlt sich im Endanschlag trotzdem, trotz dieser eher weichen Elastomere, relativ kompakt, relativ klar an. Das heißt, ich kann hier spüren, jetzt bin ich auf meinem maximalen Bremsanschlag, den du klarerweise dann auch in-game bzw. über die Venim-Software kalibrieren solltest. Ich würde sagen, ich springe jetzt hier noch mal kurz raus aus dem Rig. Wir bauen das live und direkt um und sehen uns die Änderung der Charakteristik an. Machen wir das jetzt am besten wirklich gleich live. Ich nehme euch dazu mit. Das Ganze funktioniert relativ schnell, relativ einfach. Ich nehme euch auch hier die Kamera mit, damit ihr mich eventuell auch sehen könnt. Drehen wir das hier nochmal etwas höher, damit ich gut zu euch sprechen kann. Beginnen wir mit der Änderung der Feder des Gaspedals. Das heißt, ich schnappe mir hier aus dem Throttle Kit Accelerator diese beiden Federn und ihr könnt dies dann direkt in der Bedienungsanleitung bzw. in diesem Quick Guide genau nachvollziehen. Das heißt, du hast hier bei deinem Throttle Setup mit Soft die weicheste Feder, mit Blau etwas härter, mit Rot eine ganz harte, denn es gäbe anscheinend noch eine gelbe Feder, die habe ich jetzt hier nicht mit bei. Aber jetzt für mein Gefühl ist Rot eine sehr harte Feder für euer Gaspedal. Ob du da wirklich mehr brauchst, das sei jetzt dahingestellt. Schnappen wir uns mal die weicheste, das heißt die grüne Gaspedalfeder. Du musst jetzt für diesen Zweck, das zeige ich dir auch jetzt hier gleich live, wenn du diese Pedale jetzt mit diesem Abdeckungskit hier orderst, dass er hier so drauf montiert ist, um dies ordentlich auszufädeln, musst du jetzt dieses Ding demontieren, über diese 1, 2 und drüben 3, 4 Schrauben hier abnehmen und dann kannst du hier über die Schraube, du löst bzw. drehst die Schraube jetzt nach innen. Das heißt,
Du dekomprimierst die Feder, die wird jetzt hier im Innenleben locker, das kannst du hier gut sehen. Und wenn du das Gaspedal etwas zurückziehst, dann kannst du entsprechend, wenn du die Feder noch etwas zusammendrückst, dieses komplette Paket aushängen. Du hast jetzt hier so einen Distanzring aus Kunststoff mit einer kürzeren und einer längeren Seite. Den nimmst du hier raus. Du entfernst deine Feder. Das ist jetzt diese rote, sehr harte Feder. Und du siehst jetzt schon beim Aufbau der Feder, du hast eine wesentlich dünnere Feder in grün und eine wesentlich härtere in rot, beziehungsweise das Mittelding, die blaue Feder. Schnappen wir uns jetzt das weichste Setup, das heißt die grüne Feder. Grüne Feder einfädeln, dann diese Distanzbuchse mit der längeren Seite hier eingebracht. Und für dich wichtig, du musst jetzt, bevor du wieder loslegst, eine entsprechende Vorspannung hier an dein Gaspedal bzw. an die Feder bringen. Das heißt, du drehst diese Schraube wieder in diese Richtung, das heißt aus der Pedalaufnahme aus dem Arm hinaus. Und wenn jetzt diese Feder wieder entsprechend vorgespannt aufliegt, dann kannst du wieder loslegen. Du kannst es entscheiden, die Initialphase, das heißt die Phase, wenn du jetzt das Pedal zu drücken beginnst, soll für dich kräftiger sein. Dann gibst du hier auf der Gaspedalfeder noch etwas mehr Vorspannung drauf. In diese Richtung, jetzt ist diese Feder etwas stärker komprimiert und wenn du jetzt zu drücken beginnst, die Initialphase auslöst, hast du schon eine stärkere Phase am Gaspedal am Start. Das bringt dir dann Folgendes: Wenn du leicht den Fuß am Gaspedal liegen hast, währenddem du bremst und eine stärkere Initialphase hier eingestellt hast, dann bedienst du nicht unabsichtlich dein Gaspedal. Das kannst du klarerweise auch über Totzonen regeln, aber der Optimalfall ist auf jeden Fall mal dies über eine Federkraft herzustellen und die Totzonenanpassungen, die empfehle ich dann immer für die Feineinstellungen. Das heißt, ihr seht, mit einem kleinen Finger fast kann ich jetzt dies betätigen. Du hast einen extrem deutlichen Unterschied zu dieser roten Feder bzw. die blaue, die das Mittelding darstellt. Jetzt gehen wir rüber zu unseren Bremsen. Hier dasselbe im Prinzip von vorne. Das heißt, du löst jetzt deine Federvorspannung an der Bremse. Hier hast du auch ein Werkzeug beigelegt. Da hast du solche Gabelschlüssel, hier einen 13er. Wenn es etwas schwergängig geht, du drehst diese Schraube nach innen. Das heißt, du kannst dann über diese Kontermutter bzw. über diesen Ring hier komplett die Spannung rausnehmen. Hier drehst du etwas nach innen. Dann ist dieses Federpaket hier, siehst du, locker samt dem Pedal. Und jetzt kannst du dieses Ding entnehmen. Das heißt, du ziehst, drückst dieses etwas zusammen, machen wir noch etwas lockerer. Seid hier nicht sparsam, dann müsst ihr euch nicht schinden. Und wenn du dies gemacht hast, ist dieses komplette Paket locker. Du kannst eben diesen Metallblock, so diese Metallplatte mit diesem Loch entnimmst du. Dann hast du wiederum so eine keine Buchse, so eine Zentrierungsscheibe, so würde ich dies jetzt nennen, die du entfernst. Du hast nochmal so eine Scheibe aus Metall, die du einbringst, wenn du mit dieser Feder unterwegs bist, um eben diesen Kunststoff nicht zu beschädigen. Die kannst du jetzt entnehmen. Du hast die Feder, du hast eine Beilagscheibe, eine große, und dann hast du eben dein Elastomerpaket, das eben immer über diese Beilagscheiben getrennt ist. Und das ganze Ding sieht dann komplett demontiert so aus. Das heißt, über deinen Bolzen bringst du jetzt hier laut Bedienungsanleitung, das kannst du hier nochmal gut erkennen, da siehst du dein Brake-Setup, und wir hatten jetzt 2 weiße Elastomere und eine Feder. Ergibt eine Pedalkraft Width Spring mit der Feder von 60 Kilogramm. Hätte ich 3 weiße Elastomere von 50 Kilogramm direkt am Pedal, und wir gehen jetzt gleich mal auf Max hoch. Das wäre jetzt zum Beispiel 3 gelbe Elastomere ohne Feder. Die schnappe ich mir jetzt mal schnell. Ihr bekommt hier so ein komplettes Kit jetzt für euer Brake, das Brake-Kit mit bei, und wir nehmen hier die gelben Elastomere raus. Das sind jetzt diese hier.
und dann bringen wir die gelben Elastomere wieder hier entsprechend ein. Das heißt, du schnappst dir wiederum so eine große Beilagscheibe, gelbes Elastomer, wie du dies dann zusammensetzt, das ist im Prinzip egal. Gelbes Elastomer drauf, Scheibe, nächstes gelbes Elastomer drauf, Scheibe, nächstes gelbes Elastomer, und jetzt am Schluss gibst du diesem Ding noch diese Zentrierbuchse bzw. diese Zentrierscheibe hier so drauf, den Metallblock für den Abschluss, und jetzt komprimierst du dieses Ding, bringst es ein, und jetzt entsprechend, wenn du hier noch ein lockeres Pedal hast, klarerweise wieder deine entsprechende Vorspannung. Das heißt, diese Überwurfmutter, diesen Überwurfring, diese Überwurfscheibe, egal wie du dieses Ding jetzt nennst, in diese Richtung, das heißt nach außen gedreht. Und jetzt hast du in der Initialphase ein halbwegs straffes Paket. Du hast jetzt noch deine Kontermutter, die solltest du immer anziehen, damit sich dies dann in-game, wenn du länger unterwegs bist, nicht verstellt. Das heißt, Kontermutter gegen die Scheibe gedreht. Und jetzt bist du mit dem härtesten Bremssetup unterwegs. Das werden wir jetzt gleich in-game testen, wie das funktioniert. Für dich jetzt nur sehr wichtig, vergiss bitte nicht, immer wenn du Änderungen machst, hier mit Federvorspannung, mit einem Winkel, was auch immer, vergiss nicht, deine Pedale zu kalibrieren. Das heißt, wie ich euch dies im Kapitel Software gezeigt habe, kalibriere jedes Pedal, das du verstellt hast, um dann in-game keine Überraschungen, falsche Todzonen, falsche Kalibrierungen am Start zu haben. Machen wir auch dies wieder live. Ihr seht, heute haben wir Live-Action hier am Start, aber das ist für mich in den Videos immer am spannendsten, wenn ich euch dies direkt so erzählen und zeigen kann, wie dies dann im echten Leben funktioniert. Hier ohne Fake und ohne Blabla. Dann könnt ihr sehen, was euch erwartet, wenn ihr jetzt mit diesen Pedalen unterwegs sein wollt. Das heißt, ich springe jetzt ins Rig. Das nächste, was du machst, ist jetzt über die... bin etwas zu weit weg von euch, sorry. Kommt ein bisschen näher. Kommt ein bisschen tiefer. Und jetzt können wir uns besser sehen. Das heißt, in-game reingesprungen und jetzt über die Software am PC am besten switchen mit Alt und Tab gleichzeitig drücken. Dann habt ihr eure Software hier, Venim Pitstop, so heißt dieses Ding. Und jetzt am Gaspedal nochmal wie gezeigt, Calibrate, voll drücken, auslassen, auf Done drücken, dann ist dieses Ding fertig kalibriert. Und das gleiche machen wir auch auf der Bremse, Calibrate. Und jetzt drücke ich meine gewünschte Bremskraft hier relativ kräftig jetzt mal auf Done, und es ist wiederum kalibriert. Also minimieren wir setzen fort, geben den ersten Gang hier rein und weiter geht's. Jetzt hast du verglichen mit der roten Feder ein extrem weiches Gaspedal. Das lässt dich sehr fein dosieren, ohne jetzt irgendwelche Kräfte aufbringen zu müssen. Das heißt für dich langstreckentauglich, sehr komfortabel, wenn du dies möchtest. Andernfalls, wenn du jetzt mit einem Motion Rig, wo sich etwas bewegt und hin und her wackelt, kann dies eventuell bei Rütteleffekten, bei Schlägen über die Strecke etwas zu weich sein am Gaspedal. Dann schnappst du dir eventuell die blaue oder im Fall der Fälle eben die rote Feder. Aber für mich sehr deutlich dieser Unterschied der Charakteristik, die ich jetzt am Pedal habe. Ich kenne diverse Pedalsets, da kannst du auch eine Feder ändern. Da sind meistens zwei verschiedene Federn mit bei. Da spürst du einen leichten Unterschied zwischen sehr harten und sehr weichen Settings. Hier bei den Venim-Pedalen ist dieser Unterschied massiv spürbar. Das fühle ich jetzt an dieser Stelle sehr gut raus. Wie sieht es jetzt mit der Bremse aus? Ihr seht jetzt, wenn ich jetzt hier mit der Bremse hier mal voll so eine Kurve anbremse, ich habe ein extrem hartes Pedalsetting. Das heißt,
Ich trete jetzt hier mit einer Pedalkraft von ungefähr, schwierig zu schätzen jetzt, am Pedal sage ich jetzt mal mit um die 80 Kilogramm, 90. Und für diese 80, 90 Kilogramm, da seht ihr, habe ich kaum einen Pedalweg. Das kannst du jetzt simulieren, wie du willst. Hier gehen die Meinungen auseinander. Ob Formel 1, Rallye und so weiter, da gibt es diverse Ansätze. Beziehungsweise bei der Formel 1, da ist das Ganze sowieso nur mehr eine elektronische Sache, die jetzt deinen ganzen Bremsweg auch bestimmt. Das heißt, hier habt ihr Fahrer mit bei, die präferieren einen längeren Bremspedalweg beziehungsweise einen Pedalarmweg, um auf Maximumbremse zu kommen. Andere den kürzeren, und das stellen sich die Jungs dort oder lassen sich die Jungs dort natürlich klarerweise ihren Präferenzen entsprechend einstellen. Und so kannst du dies eben auch mit diesem Pedalset tun. Das heißt, für mich ein extremes Setting jetzt mit diesen gelben Elastomeren. Das für dich, wenn du jetzt sagst, ich möchte dieses extrem kurze, knackige Feedback an den Pedalen haben, kann dies für dich von Vorteil sein. Hier auch jetzt nochmal Trailbraking rein in eine Kurve und wieder sofort ans Gas bis hin zum Scheitelpunkt. Auch das gelingt dir relativ gut. Ein Vorteil dieser sehr kurzen Bremse bzw. dieses kurzen Pedalwegs ist, du hast extrem schnelle Reaktionszeiten. Das heißt, wenn du jetzt eine Kurve anbremst, verlierst du kaum Zeit am Pedal, sondern bist in Kürze sofort am Maximum oben, löst bis hin zum Scheitelpunkt, das heißt das Trailbraking, das Hineinbremsen in die Kurve, um dann sofort wieder ins Gas zu geben. Stellt euch dies wie so eine Wippe vor. Das heißt, du bist auf keinem Pedal passiv unterwegs. Das heißt, deine Pedale sind immer irgendwie in Bewegung. Du hast nie einen Leerlauf hier an deinen Pedalen. Das ist eine Technik, über die wir schon sehr oft gesprochen haben. Das heißt, wie eine Wippe, wie ich euch dies bereits erklärt habe, du bremst in eine Kurve raus und beim Einlenkpunkt der Kurve beginnst du dein Bremspedal, so wie hier, leicht zu lösen, um dann am Scheitelpunkt sofort wieder ans Gas geben zu können und möglichst früh aus der Kurve hinaus beschleunigen zu können. Das war es jetzt mal hier mit dieser Fahrzeugklasse. Für uns ein wichtiger Punkt, den wir uns auch noch ansehen. Und der ist folgender: Wenn du jetzt beispielsweise, springen wir hier jetzt nochmal raus und schnappen uns so eine alte Karre, so einen, keine Ahnung, BMW E30, so ein altes Ding, und setzen unsere Schaltung hier jetzt auf unseren TSS-Shifter von Thrustmaster und fahren mit dem jetzt mal mit Kupplung auch noch ein paar Runden. Das heißt, starten wir dieses Ding nochmal. Ein Punkt, den ich mit euch natürlich auch noch besprechen möchte, ist diese ganze Ergonomie. Viele von euch, die wollen jetzt Gas und Bremse weit auseinander. Üblicherweise empfehle ich immer auf der Rennstrecke, wenn du keine Kupplung benötigst, du gibst klarerweise mit dem rechten Fuß Gas und den linken hast du immer an der Bremse. Das heißt, Gas rechts, Bremse links, fertig. Bist du noch mit älteren Fahrzeugklassen unterwegs, die noch eine Kupplung erfordern, dann funktioniert dies klarerweise so, wie du dies klassisch aus dem Fahrzeug kennst. Du betätigst deine Kupplung. Du betätigst deine Kupplung und fragst dich dann in diesem Moment, warum dein Shifter nicht funktioniert. Gucken wir dann nochmal hier raus, was wir denn falsch gemacht haben. Ja, okay. Einstellungen. Ich war auf Haarschaltung benutzen. Gestern hatte ich einen Kunden hier im Studio, der wollte mit Haarschaltung fahren. Und jetzt springen wir wieder ins Spiel rein, dann funktioniert dies auch. Das heißt, für dich, du kannst ergonomisch deine Pedale so positionieren, wie du dies möchtest. Die Bremse beispielsweise ganz weit nach links setzen, eine Kupplung überhaupt weglassen, dir dieses Geld sparen, wenn du eine Kupplung nie benötigst. Du kannst diese Dinger enger positionieren, weiter vorne, weiter hinten, Heel and Toe, keine Ahnung, was du möchtest. Und du siehst jetzt hier über die Kupplung, die du dann entsprechend auch über die Federn hier einstellen kannst. Jetzt beispielsweise mit so einer älteren Fahrzeugklasse, einem alten BMW E30, wäre dieses Setting jetzt an der Bremse absolut unrealistisch. Du hast bei so einem Fahrzeug eher weichere
Bremspedale bzw. einen langen Bremspedalweg. Aber natürlich auch dies bleibt jetzt dir überlassen, wie du dieses Fahrzeug jetzt um einen Kurs bewegen möchtest. Was dir auffällt bei der Kupplung bzw. mir beim Rennstreckentest, du hast bei der Kupplung ein sehr lineares Feedback, das zum Ende hin über diese Feder klarerweise kräftiger wird, aber was dir bei dieser Kupplung fehlt, ist dieser klar deutlich spürbare Schleifpunkt. Dieser Punkt, wenn du eine Kupplung drückst, hier die Pedalkraft bzw. am Kupplungspedal zu Beginn sehr stark zunimmt und dann über diesen Schleifpunkt hinaus wieder stark nachlässt, da du in so ein Loch hineinfällst, hineindrückst. Diese Charakteristik dieser Kurve, dieser Pedalkraftkurve, die fehlt dir auf dieser Kupplung. Das ist ein Aspekt, den du berücksichtigen musst, wenn du eine Kupplung so simulieren möchtest, wie dies bei so einer alten Fahrzeugklasse üblicherweise der Fall war. Dann entspricht diese Charakteristik nicht dieser Kupplung, die du hier mit den Venim E-Trax 3 Pedalen geboten bekommst. Das heißt, du hast ein sehr lineares Pedal, gleich wie bei einem Gaspedal. Und diese Simulation dieser Kupplung, dieses Schleif, dieses Druckpunkts, die fehlt dir auf diesem Kupplungspedal. Musst du dir jetzt überlegen, benötige ich die Kupplung, möchte ich dies simulieren, bin ich sowieso immer nur mit 2 Pedalen unterwegs. Entscheide dies selbst, spare hier, ich glaube um die 150 € Unterschied sind dies, wenn du das Kupplungspedal weglässt und für dich dann nach den eigenen Präferenzen entscheidest du, nehme ich diesen Aufpreis dann in Kauf oder eben nicht. Das soll es jetzt von diesem sehr ausführlichen Rennstreckentest gewesen sein. Wir haben live umgebaut, ich habe euch die Charakteristik vorgestellt, es gibt noch hunderte andere Kombinationsmöglichkeiten. Testet euch durch und wie immer gebe ich die Empfehlung, kaufst du dir so ein High-End-Pedalset, nutze diese Möglichkeiten aus, um dann entsprechend so ein Pedalset, auch meine Sitzschiene, die rastet jetzt endlich ein, um so ein Pedalset dann wirklich auch ausreizen zu können, um das Maximum für dich, das Beste, das präferierte Maximum für dich herausholen zu können. Möglichkeiten hast du mit diesem Venim E-Trax Pedalset reichlich, von sehr weich, sehr langen Wegen bis sehr hart, sehr kurzen Wegen, unglaublich harten Bremspunkten bzw. Bremssimulationspunkten. Hier wirst du jetzt keine Sachen vermissen, die Charakteristiken sehr deutlich rausspüren. Und jetzt würde ich sagen, ich drehe die Runde jetzt noch gemütlich fertig und dann fassen wir alle Vor-, Nachteile und so weiter zusammen. Ich melde mich gleich in Kürze bei euch. Zurück vom Rig. Weiter geht's mit den negativen, neutralen, positiven Aspekten sowie dem Fazit und der Kaufempfehlung. Nächstes Kapitel, die negativen Aspekte. Erster Negativaspekt sind die Buchsen mit dem zu kleinen Durchmesser, wenn die Pedale über die Baseplate an Aluprofile geschraubt werden. Hier hätte ich mir breitere Puffer zwischen Baseplate und Rig gewünscht, um schonender den Anpressdruck zu verteilen und die Aluprofile zu schonen. Zweiter negativer Aspekt ist ein meistens erforderlicher Werkzeugeinsatz, wenn man Anpassungen vornehmen möchte. Eine schnelle Adaptierung von Settings geht damit nicht von der Hand. Und letzter negativer Aspekt ist die etwas zu kurz gehaltene Fersenablage. Bei flachem Fußwinkel kann die Kante stören und 5 cm in der Tiefe bzw. Breite wären dahingehend kein Nachteil gewesen. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Preislich stufe ich 749 € fürs 3-Wege-Pedalset teuer ein und wenn dann noch 90 € für die Baseplate investiert werden, dann sind knapp 840 € in meinen Augen ein Preisrahmen,
der eher den negativen Aspekten zuzuordnen ist. Mein Bauchgefühl würde 749 € inklusive Baseplate passender einstufen. Die optionalen Möglichkeiten wie Covers oder LEDs sind preislich fair angesetzt und können bei Bedarf ja weggelassen werden. Machen wir weiter mit den positiven Aspekten. Verarbeitung und Materialauswahl sind sehr hoher und teilweise hochmassiver Standard. Alles wirkt rock solid und äußerst langlebig. Metall, soweit das Auge reicht. Gleiches gilt für die übersichtliche und einfach zu bedienende Software. In Sachen Geräuschemissionen wirst du keine Probleme in einer hellhörigen Wohnung mit diesen Pedalen haben. Die LED- und Gravuroptionen heben sich deutlich von der breiten Masse der Mitbewerber ab und gibt dem Gesamtkonzept eine persönliche Note, wenn du dies denn willst. Gut ist, dass LEDs, die zweifelsohne ein Gimmick an Pedalen darstellt, nicht mitbezahlt werden müssen, sondern freiwillig und optional ans Pedalset zu einem fairen Aufpreis gebracht werden können. Der Pedalweg und Kräfteverlauf, die lassen sich maßgeblich an die Bedürfnisse anpassen. Bei diesem Pedalset habe ich die bis dato größten Unterschiede in Sachen Pedalweg, Pedalkräften und Charakteristik feststellen können, wenn man etwas umgebaut hat. Die Bandbreite, die Range, ist in diesem Punkt sehr groß. Auf der Rennstrecke ordne ich die Venim-Pedale in die Reihe der absoluten High-End-Mitbewerber-Load-Cell-Lösungen ein. Das Betätigungsfeedback der Bremse ist kurz und knackig oder lang und soft. Somit ist für jeden Anwendungsfall etwas dabei. Als letzter positiver Aspekt bleibt die völlige Flexibilität. Die Pedale können im Abstand und in der Position nach Belieben am Rig platziert werden. Ob mit oder ohne Baseplate lassen sich somit alle ergonomischen Wünsche verwirklichen, ohne an ein geschlossenes Design gebunden zu sein. Weiter geht's mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Ein tolles Konzept mit Load-Cell auf allen 3 Pedalen, gepaart mit optionalen Möglichkeiten, hebt sich deutlich von immer gleichen Pedalkonzepten diverser Mitbewerber ab. Die unzähligen Verstellmöglichkeiten, das Understatement-Design und ein nachvollziehbares Gefühl auf der Rennstrecke sprechen Enthusiasten an, die zumindest 600 € für ein Zweiweg-Pedalset in der Hinterhand haben. In Sachen Kaufempfehlung bedenke, dass diese Pedale an ein halbwegs stabiles Rig geschraubt werden sollten. Der Betrieb an einem Wheelstand, einem billigen Playseat oder freistehend am Boden macht mit den anliegenden Pedalkräften an der Bremse keinen Sinn. Und als letzten Aspekt der Kaufempfehlung gebe ich immer den Rat, dass diese Pedale gemacht wurden, um sich damit beschäftigen zu wollen. Du bezahlst einen sehr hohen Preis, der sich dann nur lohnt, wenn du die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten entsprechend deiner Präferenzen auch nutzen und ausprobieren möchtest. Plug and Play kann man mit diesen Dingern auch machen, aber finde ich persönlich zu langweilig und zu schade für solch hochwertige Produkte. Vor dem spannenden Ausblick logge dich bitte jetzt bei YouTube ein und lass mich wissen, was du von diesen Pedalen hältst und ob Pedale dieser Preisklasse ein Thema für dich sein könnten. Und wenn es dir gefallen hat, dann lasse gerne einen Like und ein Abo da. Willst du mich unterstützen, dann klicke bitte unterhalb in der Videobeschreibung auf die Möglichkeiten. Dies ist via PayPal, Patreon oder meinen Amazon-Link möglich, über den du bestellen kannst und keinen Cent mehr zahlst und Amazon ein paar Euronen an Provision für mich abdrückt. Bei Interesse schaue gerne in meinem Testcenter in der Nähe von 5020 Salzburg in Österreich vorbei und drehe selbst ein paar Runden und nehme meine Beratung in Anspruch. Ich helfe gerne weiter. In nächster Zeit werde ich mich um ein weiteres Pedal-Review in Form der Fanatec Elite V2 kümmern. Das Simetic K2 Air-Rig hat eine neue Befestigung für Handbrake und Shifter bekommen. Auch dazu gibt's ein Review. Weitere spannende Projekte sind bereits auf Schiene. An dieser Stelle noch etwas geheim, aber verspreche euch, dass ein heißer Simracing-Herbst mit einigen neuen Dingen ins Haus steht. Liebe Grüße, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal in meinem Kanal, euer Ron.